Los geht's mit einem neuen Multimedia-Gerät von Kenwood im Doppel-DIN-Format, das DNX 5190 DABS. Und ja, was der so alles kann und was der für neue Features mit sich bringt, bleibt dran. All dies in diesem Video bei ARS24.com, eurem YouTube-Kanal für geilen Sound im Auto. Das Kenwood DNX 5190 DABS hat einen kleinen Bruder, ja, der nennt sich DNR 4190 DABS. Und ich denke, wir sollten ganz am Anfang vielleicht gleich die paar kleinen Unterschiede zu dem Gerät mal erörtern, damit ihr wisst, in welche Richtung ihr euch selber informiert und für was ihr euch vielleicht später entscheidet. Also fangen wir mal an, dass der 5190 gegenüber dem 4190 hier eine Lautstärke-Wippe hat, gegenüber dem 4190, der hat hier noch ein Drehrad. Daraus ergibt sich, dass hier ein bisschen mehr Platz zur Verfügung ist und jetzt ein 6,8 Zoll Display anstatt wie beim 4190 ein 6,2 Zoll Display reinpasst. So, und das hat zur Folge, dass der 5190 DABS jetzt Android Auto zusätzlich zum Apple CarPlay integriert hat, anstatt der 4190 DABS nur Apple CarPlay. Was den 5190 ebenfalls ausmacht, ist, dass hier noch ein CD-Laufwerk und DVD-Laufwerk integriert ist, wobei der 4190 DABS an der Stelle überhaupt gar kein Laufwerk mehr hat, und wer darauf verzichten kann, was man in der heutigen Zeit durchaus mal sagen kann, CD und DVD, wir hörten das noch, wir haben ja schließlich USB, und beim 5190 haben wir sogar 2 Stück davon, anstatt beim 4190 nur ein USB, weil jetzt kann ich separat zum Beispiel Apple CarPlay, stecke mein Handy hier an und kann Apple CarPlay nutzen. Parallel dazu kann ich aber hier einen USB-Stick anschließen. Das ist doch ganz cool, 2 USB-Eingänge. Machen wir doch gleich weiter mit den Medien. Was kann das Gerät alles verarbeiten? Alles, was jetzt kommt, ist quasi gleich mit dem 4190 DABS. Deswegen fangen wir jetzt direkt an. Wir haben einen SD-Karten-Slot hier oben mit direkt auf der Front integriert. Wir haben Bluetooth integriert, das heißt, wir können telefonieren, natürlich eine komplette Freisprecheinrichtung mit unserem externen Mikrofon, welches auch im Lieferumfang mit integriert ist, mit enthalten ist, für eine exzellente Sprachqualität. Der macht nachher auch mit dem Mikrofon die Sprachsteuerung für Spracheingaben über Siri oder Spracheingabe über Android Auto. Und natürlich können wir Audio-Streaming machen, das heißt schnurlos über Bluetooth die Musik vom Handy auf dem Autoradio wiedergeben, auch steuern, so dass ich mich vor und zurück bewegen kann. All das ist hier komplett mit drinne. Ebenfalls mit drinne, das sagt das N in der Bezeichnung, DNX ist die Navigation, und zwar die europaweite, die unabhängig von der Navigation, wo auf dem Handy drauf ist, also Apple CarPlay und Co., ist hier eine fix und fertige Navigation für ganz Europa integriert, die super funktioniert. Da braucht man kein Handy und gar nichts dazu. Die schalte ich einfach ein und es läuft die Navigation. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig bei dem Gerät, dass das alles integriert ist. Wir sind im Jahr 2019 und natürlich ist ganz wichtig, unser DAB+ digitales Autoradio hören, über terrestrischen Empfang, nichts mit dem Handy, sondern Radio einschalten und digital Musik hören. Störungsfrei, mit voller Dynamik und einer riesen Senderauswahl. Das ist bereits integriert, ihr braucht dazu eine eigene Antenne, die müsst ihr dazu mitbestellen, damit das auch alles empfangbar ist, weil euer Auto bisher wahrscheinlich kein DAB und somit auch keine DAB-Antenne integriert hat. Also dafür haben wir auch jede Menge Videos zur Verfügung, könnt ihr euch mal reinziehen, und wir haben alles, was ihr dazu braucht. Wir beraten euch natürlich auch gern darauf. UKW, also FM und AM, ist natürlich auch noch mit drin, wer es noch braucht. Ja. Ansonsten haben wir auch Spotify. Jetzt kommen wir ja langsam zum Handy. Spotify auf dem Handy integriert, können wir per Bluetooth Spotify nun als eigene Quelle anwählen.
und dort auch genauso browsen und suchen und abspielen, vor und zurück skippen. Das ist also richtig cool gelöst. Jetzt auch Spotify direkt als Quelle mit dabei. Wir waren ja schon bei Apple CarPlay. Wen das interessiert, was das überhaupt ist, wer das noch nicht genau weiß, für den haben wir ein eigenes Video gedreht. Könnt ihr mal direkt hier reingucken. Da erklären wir euch alles, was Apple CarPlay ist, wie das funktioniert, warum man das überhaupt benötigt. Für alle, die sagen, naja, Apple CarPlay ist nicht so wichtig, weil ich habe Android. Ich habe ein Android-Gerät und möchte Android Auto nutzen. Haben wir natürlich auch hier ein Video für euch gedreht. Könnt ihr direkt mal rein cruisen und schauen, was ist eigentlich Android Auto, wie schaut es live aus. Dann könnt ihr euch da mal genauer informieren. Verwaltet werden können folgende Dateien für Musik. Das ist einmal natürlich AAC, MP3, WMA, dann natürlich auch High-Res-Dateien wie WAV oder FLAC. Dann haben wir natürlich Videodateien im MPEG-4-Format, MPEG 1 oder 2, WMV, H264 oder MKV und Bilddateien natürlich JPEG, Bitmap und PNG-Dateien. Das aktuelle Gerät macht es natürlich aus, weil wir jetzt sehr viele Kameras dran anschließen können. Also wir sind ja in einem Zeitalter, wo man vorne, hinten, oben, unten überall Kameras hat. Und jetzt können wir bis zu 3 Kameras hier drüber verwalten. Wir haben natürlich ein Rear View Camera Input auch, das heißt bei Rückwärtsgang einschalten, schaltet das Gerät den Bildschirm einfach direkt ohne was zu tun auf den Rückfahrbildschirm, ist ja auch logisch. Ansonsten haben wir natürlich auch den Zugriff auf eine Frontkamera oder auf die Dashcam-Kamera. Also wir haben einen Dashcam-Link für eine spezielle Kamera, die DRVN 520, darauf haben wir schon ein Video gemacht. Könnt ihr mal hier reinchecken, ob das was für euch ist, weil da habt ihr jetzt nur noch eine Kamera ohne Bildschirm und das wird ganz normal verbunden mit einem Kabel hier mit dem Multimedia-Gerät hier über den Dashcam-Link auf der Rückseite des Gerätes und damit bedienen wir die Kamera über das Multimedia-Gerät. Also wir können es einrichten, wir können das Bild abrufen und so weiter. Das ist eigentlich ganz cool. Und wir haben natürlich jetzt eine Dashcam Taste, das heißt, wenn ich hier ein bisschen länger drauf drücke, dann habe ich sofort Zugriff auf diese Kamera. Also das ist jetzt beispielhaft. Wir haben jetzt zum Beispiel die Kenwood CMOS 230, eine typische Rückfahrkamera, die ich hier zum Beispiel gerade so in der Hand habe und mal hier ein bisschen was anschauen kann. Oder natürlich auch so installieren kann, dass ich sehe, wie weit bin ich von meinem Bordstein vielleicht noch entfernt. Das ist ganz cool. Natürlich alles anrüstbar an das Multimedia-Gerät. Wie schaut es denn aus? Gefällt euch das Video, wo wir euch immer wieder neue Produkte vorstellen? Dann könnt ihr uns natürlich auch mal so nebenbei abonnieren, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von uns verpasst. Vergesst aber nicht, die Glocke dabei zu klicken. Wem es bisher zu langweilig und zu statisch war, auf den Bildschirm zu gucken und immer das Gleiche zu sehen, vielleicht gleiche unwichtige Sachen, jetzt können wir es. Wir können die Widgets verändern. Also wir können unseren Bildschirm so einrichten, wie wir das möchten. Wir haben ja jetzt auch das Wetter-Widget. Das heißt, wir haben die aktuelle Wetterdatenanzeige für heute und für die nächsten Tage, was so kommen wird. Das ist echt cool, sowas auf dem Bildschirm permanent drauf zu haben. Dazu brauchen wir allerdings natürlich auch die GPS-Antenne, die ja auch im Lieferumfang des Gerätes mitgeliefert wird. Und ihr müsst auf dem Handy die Inrix Kenwood App drauf haben. Beides kombiniert ergibt die Möglichkeit der Wetterdarstellung. Und jetzt könnt ihr sagen, wir stellen jetzt mal das Widget so ein, wie wir möchten. Wir haben zwar ein paar Grundwidgets, wo man zum Beispiel die Bilder vom USB-Stick, also eure privaten Urlaubsbilder oder Wunschbilder drauf habt, dass die grundsätzlich angezeigt werden. Wir können auch das ganze Wetter-Widget als Stück anzeigen lassen oder wir können es so gestalten, wie wir möchten, dass wir zum Beispiel im großen Bildschirm eine Navigationskarte uns anzeigen lassen, die praktisch im Hintergrund uns gerade navigiert. Nebenbei können wir im mittleren Widget zum Beispiel unsere Bilder darstellen lassen. Dann haben wir noch 2 kleine Widgets. Eins davon können wir zum Beispiel nutzen für eine Uhrzeit und eins für die Coverdarstellung zum DAB-Empfang, den wir gerade hören. Das lässt sich alles nach Belieben einstellen. Auch die grundsätzliche Grundmenüleiste kann ich mir definieren, mit welchen Medien die ausgestattet sein soll. Also wenn ich zum Beispiel ein Android-User bin, dann kann ich natürlich auch sagen, Apple CarPlay braucht bei mir nie angezeigt werden, weil das nutze ich nicht. Dafür machen wir dann lieber hier
unseren Bluetooth-Audio-Button hin. Also alles könnt ihr wunschgemäß nach euren Wünschen einstellen. Die Bedienung selber geht natürlich hier an der Seite mit den Tasten einher oder als Bildschirm Touchscreen. Wer aber sagt, ich habe eine Lenkradfernbedienung, also laut, leise, vor und zurück und so weiter, alles am Lenkrad im Fahrzeug, ich möchte es weiterhin nutzen. Dafür gibt es CAN-Bus-Interfaces, die man mit dem Gerät kombinieren kann. Dann funktioniert natürlich alles genauso, wie ihr es bisher kennt am Fahrzeug. Wir beraten euch dann natürlich gern, dass ihr das richtige Interface raussucht, um das zu kombinieren. Wer seinen Bildschirm einfach nur spiegeln möchte mit einem HDMI-Eingang, ist es natürlich möglich. Wir haben einen HDMI-Anschluss. Wer den HDMI-Anschluss am Handy auch produziert, der kann das natürlich direkt verbinden und hat seine komplette Bedienoberfläche vom Handy jetzt auf dem Bildschirm hier vom 5190 DAWS. Kann es aber natürlich nicht bedienen. Das ist also dann, wenn man zum Beispiel Videos anschauen mag oder irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall hat das Gerät einen HDMI-Anschluss. Das Gerät hat natürlich viele Menüsprachen. Da dürfte eure auch dabei sein. Natürlich ist das Gerät auch auf Deutsch komplett einstellbar. Ansonsten haben wir auch Multicolor. Das heißt, ihr könnt euer Multimedia-Gerät optimal an die Beleuchtungsfarben vom Fahrzeug anpassen. Separat den Hintergrund von der Beleuchtungsfarbe her, wie die Tasten an der Seite. Das heißt, auch diese jeweils in allen möglichen Farben, die ihr euch vorstellen könnt, kombinierbar, so dass es perfekt in euer Auto reinpasst. So, man kann das Gerät natürlich auch jederzeit fernbedienen und zwar optional mit der KNA RCD V331. Kommen wir zum Sound und das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Wir haben grundsätzlich 4x50 Watt integriert, wo ihr eure normalen Bordlautsprecher einfach anstecken könnt und schon läuft alles. Ihr könnt aber natürlich euer Gerät erweitern mit den 3 Paar Cinch-Ausgängen, wo das Gerät hat und das sogar mit 4 Volt Technik, also richtig Dynamik auf der Cinch-Leitung für externe Verstärker, um noch mehr Leistung auf eure Lautsprecher oder Subwoofer zu bringen. Natürlich haben wir auch hier einen kleinen Prozessor integriert, einen Soundprozessor, mit dem ihr die Laufzeit jedes einzelnen Kanals einstellen könnt. Also quasi der linke Lautsprecher ist ja näher bei euch, weil ihr auf der linken Seite sitzt. Für den Beifahrer ist die rechte Seite näher. Aber ihr könnt es für euch so einstellen, dass das Musikgeschehen mitten auf dem Armaturenbrett stattfindet. Vollkommen cool. Auch ein 13-Band Grafik-Equalizer ist integriert, mit dem ihr die Frequenzen so einstellen könnt, dass der Sound speziell euch am besten gefällt. Aktive Frequenzweichen sind ebenfalls integriert. Ihr könnt für die vorderen Lautsprecher das so einstellen, dass zum Beispiel der Bassbereich weggefiltert wird, weil ihr habt einen Subwoofer dazu. Umso besser spielen die vorderen Lautsprecher. Das gleiche kann man für die hinteren Lautsprecher machen. Oder eben umgekehrt für den Subwoofer möchte ich nicht, dass Mittel- und Hochtonbereich mitspielt, sondern nur der Bass auch dem Bass zugeführt wird. All das kann ich hier über das Multimedia-Gerät natürlich optimal einstellen. So Leute, jetzt fehlt noch ein Daumen hoch oder ein Daumen runter für das Gerät oder für die Art unserer Videos. Könnt ihr ja mal eure Meinungen abgeben. Wir freuen uns über jede Interaktion von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.